Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von Autovella. Mein Name ist Josephine und heute geht es um die Bedienung von Apple CarPlay und Android Auto hier im neuen Lexus RX. Die Vorteile von Apple CarPlay und Android Auto sind zum Beispiel, dass ihr den Sprachassistenten von Apple und Google jetzt auch im Lexus nutzen könnt. Ihr könnt sie ganz bequem vom Handy aus navigieren und auch WhatsApp und andere Nachrichtendienste super einfach bedienen. Wir versuchen nun einmal unser Smartphone mit dem Lexus zu verbinden. Dafür brauchen wir ganz klar einmal das Smartphone und dazu noch ein USB-Kabel. Das müssen wir einmal einstecken hier am Lexus. Man denkt dann hier vorne, aber das sind lediglich USB-Stationen nur zum Laden. Lexus hat hier in der Mittelkonsole in dem Fach noch zwei weitere USB-Anschlüsse verbaut, die von zwei weißen Balken gekennzeichnet sind, welche uns angeben, dass die auch zur Datenübertragung da sind. Stecken wir das Kabel ein und nun in unser Smartphone, dann erscheint hier auf dem Bildschirm automatisch das Symbol für Apple CarPlay. Das erscheint dort jetzt direkt, weil wir schon einmal mit dem Lexus verbunden waren. Solltet ihr euer Smartphone das erste Mal jetzt mit eurem Fahrzeug einrichten, dann fragt euch der Lexus auch, möchten Sie immer Apple CarPlay verwenden oder nur einmalig? Weil wir immer gewählt haben, ist hier das Verbinden etwas einfacher. Wir sind nun verbunden mit dem Lexus, beziehungsweise unser Smartphone ist mit dem Lexus verbunden und werfen mal einen Blick auf das Hauptmenü. Das ist auch hier wie auf dem Smartphone wieder gegliedert in die verschiedenen Apps. Ich habe jetzt lediglich die paar Apps auf dem Handy, die mit Apple CarPlay kompatibel sind. Solltet ihr mehr haben, werden diese natürlich auch angezeigt. Gehen wir mal zwei Apps gemeinsam durch. Wir können zum Beispiel ganz bequem über das Touchpad in der Mittelkonsole oder aber auch direkt per Touch hier die Musik einmal anwählen. Wir können entdecken, Radio hören, speziell Musik für uns anschauen oder in unsere eigene Mediathek gehen. Zurück kommen wir dann entweder über das Touchpad, hier oben rechts mit dem Pfeil zurück, oder aber klicken hier unten links zurück in das Hauptmenü. Zweite App ist zum Beispiel der Kalender. Sollte ich jetzt Termine haben, werden die mir ganz bequem dort angezeigt. Nun habt ihr auch die Möglichkeit, einmal nach ganz links zu swipen und gelangt so auf euer Dashboard. Ihr seht nämlich hier die Karte, wo ihr euch gerade befindet. Oben rechts könnt ihr auf Points of Interest zugreifen und unten rechts, da findet ihr eure Lieblingsmusik. Wie das Ganze aussieht, wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, wenn mein Handy per Apple CarPlay mit dem Lexus verbunden ist, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich sehe hier bei der WhatsApp-App, dass ich 7 neue Nachrichten habe und wähle die einmal an, mit dem Touchpad oder ganz bequem. So, einmal touchen. Einen Moment. Möchtest du dir deine ungelesenen Nachrichten anhören oder eine neue verfassen? Ungelesene Nachrichten anhören. Kameramann sagte Hallo. So, sie hat uns jetzt die Nachricht vorgelesen, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil man eben während der Fahrt nicht mehr weder aufs Smartphone noch auf das Display schauen muss. Man hört sich die Sachen einfach an und kann ihr dann sagen, ich möchte antworten oder einfach die nächste vorlesen. Ihr habt auch nun die Möglichkeit, frei zu wählen, wie ihr denn navigieren möchtet. Entweder mit eurem Smartphone über Apple CarPlay oder aber, dass ihr das Lexus Premium Navigationssystem nutzt. Um dahin zu gelangen, klickt einfach auf eure Lexus-App, zack, und schon seid ihr wieder im Betriebssystem von Lexus selbst. Wählt ihr jetzt hier einmal über dem Touchpad den Menüpunkt an, dann habt ihr wieder die Option, über Apple CarPlay reinzugehen. Das machen wir jetzt einmal. Und wenn ihr jetzt einmal ganz rüber swiped, dann habt ihr hier die Karten und könnt wie gewohnt mit der Karten-App eure Navigation starten. Noch wichtig zu wissen, wir haben das Ganze jetzt mit einem iPhone gemacht und Apple CarPlay benutzt. Solltet ihr jetzt ein Android-Smartphone haben, dann nutzt ihr natürlich Android Auto und benötigt dafür auch die passende App. Die haben wir jetzt auf dem Smartphone hier vorne schon mal installiert und versuchen uns einmal mit dem Lexus zu verbinden. Verbinden wir nun das Android-Smartphone, läuft es eigentlich genauso wie bei dem iPhone. Einmal das Kabel einstecken, hier an der richtigen USB-Stelle. Dann das Kabel einmal in das Handy schieben. So. Das Handy hat vibriert, also ist da eine Verbindung entstanden. Android Auto ist jetzt verbunden.
Das sieht hier jetzt ganz einfach aus, wenn wir das Smart schon einmal verbunden hatten. Eigentlich fragt der Lexus euch 2, 3 Sachen, die bestätigt ihr eben durch und das gleiche macht ihr auch bei dem Smartphone und dann habt ihr das genauso wie wir jetzt hier super einfach eingerichtet, braucht nur noch auf den Menüpunkt hier oben klicken und schon könnt ihr wieder Android Auto auswählen. Machen wir jetzt auch. Und wo landen wir? Ganz klar auf dem Home-Bildschirm von dem Smartphone. Gehen wir jetzt einmal gemeinsam die Unterpunkte hier im Hauptmenü durch. Auf der Startseite, da finden wir schon mal alle wichtigen Informationen. Die letzten WhatsApp-Nachrichten, die wir bekommen haben, das Wetter hier in Osnabrück und auch, wann wir zu Hause sind. Hier oben links, da habt ihr den Home-Button, da kommt ihr also immer zurück zu dieser ersten Startseite. Der zweite Punkt, das hier ist die Navigation. Darunter haben wir den Punkt Telefonie. Da wird jetzt gerade zum Beispiel unser letzter Telefonverlauf angezeigt. Und der vorletzte Punkt, das ist unsere Musikquelle. In diesem Fall haben wir Spotify ausgewählt, wollen wir aber eine andere App dorthin setzen, klicken wir einfach nochmal hierher und schon werden uns alle möglichen Apps angezeigt, die wir hier zum Musikhören nutzen können. Ganz unten, da kommen wir zurück zu Lexus. Natürlich habt ihr auch bei Android Auto die Möglichkeit, frei zu wählen, ob ihr euch A von euren Apps navigieren lassen möchtet oder das Lexus Premium Navigationsgerät benutzt. Wir versuchen es jetzt mal über die Apps und das Ganze per Sprachsteuerung. Also Menüpunkt, einmal anwählen, Android Auto hier oben auswählen, und zack. Und dann haben wir hier oben rechts einmal den Sprachassistenten. Navigiere mich zum Hauptbahnhof Osnabrück. Nach Osnabrück Hauptbahnhof navigieren. Auf Pagenstecherstraße nach Südosten Richtung Nitzestraße starten. Das hat doch schon mal sehr gut geklappt. Für alle, die jetzt nicht das Facelift von dem ERX fahren, sondern noch das ältere Modell, gar kein Problem, wir haben gute Neuigkeiten, denn ihr könnt Apple CarPlay und Android Auto bei euch im Lexus nachrüsten. Voraussichtlich wird das 2019 oder Anfang 2020 auf den Markt kommen und ca. 200 bis 400 € kosten. Habt ihr noch Fragen zu der Einrichtung oder zu der Bedienung von Apple CarPlay und Android Auto? Dann schreibt die einfach in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns den Daumen da. Und für noch mehr Infos zu Toyota, Seat und Lexus abonniert den Autovella-Kanal.